Also, Resümee. Die Straße ist sehr rutschig, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und all das Offroad-Zeug hat genau das gebracht, wofür es ausgelegt ist. Dem Moped geht's voll gut. Das willst du doch nicht auf YouTube stellen, oder? Und dementsprechend, yeah, uns geht's auch gut. Das Wichtigste. Weiter geht's. Alter Falter! Cool. Willst du ein Foto machen auch? Naja, das ist wie so ein Straßen. Ja, aber theoretisch. Weiß nicht, dir helfen. Also theoretisch, den Lenker hochheben. 40. Komm. Gib ihm den. Dann vielleicht von hinten so ein bisschen hier. Da ist ein Blümchen. Nice. Just everything okay again. Perfect. Thanks for asking. Jetzt werden wir sehen, ob ein Enduro-Bike kann, was es kann. Also dafür, dass wir, was wir ja gerade mitgemacht haben, Hase, sieht das aus wie der 1. Hier steckt ein bisschen Erde. Genau dafür haben wir es gekauft, Hase. Hier steckt ein bisschen Erde. Schau dir diesen Bügel an. Wie gut der ist. Die Koffer sind schade drum. Es hat auch geknackst, also 200 würde ich nicht mehr fahren damit. Ja, mal schauen. Ja, das Moped ist ja da drauf gefallen quasi. Ich glaube, das meiste hat der Tankrucksack abgelegt. Oh, schau, den hat's rausgeholt. Den linken. Die Straße hier ist echt irgendwie rutschiger als überall. Also wenn die Koffer auch noch alle halten und dann sind. Na, vielleicht einfach das Aufkommen. Ich glaube, er haltet, aber 200 würde ich nicht mehr fahren. Massiv, ja? Vielleicht ist er deshalb so schwer. Das ist diese Scheiße aushalten. Ich glaube, es sieht so gut aus, weil der Bügel echt richtig seinen Job erfüllt hat. Nach unserem kleinen Ausrutscher gerade haben wir Revue passieren lassen. Hätte nicht besser laufen können. Deshalb, alles ist ganz, wir sind ganz. Moped hat ein paar Kratzer, aber ist auch noch ganz. Die Felge ist leicht angekratzt und wahrscheinlich ist der Lenker ein bisschen schief und der Bremshebel ein bisschen nach oben gebogen. Ja, auch endlich mal in Kroatien ein paar Mopeds, die wir sehen. Aber ja, heute ist ja auch Sonntag hier, deshalb perfekt. Für uns, ja, ich glaube, ich bin schuld, dass das Hinterrad weggerutscht ist, weil ich in den Traction Control Settings ein bisschen gespielt habe und ein bisschen auf jeden Fall in Richtung Performance gestellt habe. Und ja, scheinbar bedeutet Performance für Ducati. Hinterrad wegrutschen ist in Ordnung, blöd gelaufen. Wo auch immer wir hier sind, Link in der Videobeschreibung. Echt eine Wahnsinnsaussicht. Also, weshalb ist das Ganze eigentlich passiert? Man muss hier einfach sagen, dass der hauptursächliche Grund, auch wenn, wie ich schon vorher erwähnt habe, auch im Touring-Modus der Arsch in Kroatien weggerutscht ist, an Kreuzungen oder ähnliches, mit dem Traction Control Setting liegt in jedem Fall bei mir. Zusätzlich gibt es noch 3 weitere Gründe, die mir eingefallen sind. Erstens, die Straße geht links und rechts leicht nach unten. Ich habe das in einem 1000 PS Video mal gesehen
Und zwar, habe darüber nie nachgedacht, aber sind circa 3 Wochen schon vergangen, habe mich ein bisschen mit der Thematik auch beschäftigt. Und zwar, wenn eine Straße vom Mittelpunkt zum linken und zum rechten Straßenrand schon leicht abschüssig ist, was relativ oft vorkommt, was ich so bewusst noch nie in meinen Fahrstil eingearbeitet habe. Wenn das der Fall ist, bedeutet das quasi, dass bei einer normalen Geradeausfahrt der Reifen schon so auf dem Boden liegt, als ob man sich in einer gewissen Schräglage befindet. Bedeutet, das Grip-Level sinkt schon, also die Auflagefläche ist geringer, man hat einen anderen Winkel, mit dem sich der Reifen auf der Straße befindet. Punkt 1, die Neigung der Straße. Punkt 2, ja, der Wumms des Motors. Und an der Stelle definitiv zu wenig Gefühl am Gashahn, was die Traktionskontrolle hätte fixen können. Aber, also was genau ist passiert? Es war die Ortsausfahrt, vor uns war ein relativ langsames Fahrzeug. Ich dachte mir, es geht weit genug geradeaus, vom zweiten Gang runter auf den ersten, Gashahn voll durchgezogen, ausgeschert. Also ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, ausgeschert und Gashahn dabei, also ausgeschert und Gashahn voll durchgezogen, wie man das so macht bei einem Überholvorgang. Und ich denke, dass quasi Drehmoment mit Wumms vorm Runterschalten und hoher Drehzahl dazu einfach geführt hat, dass der Arsch weggegangen ist. Wie gesagt, ich finde, das war auch das andere Video, dieser ganze Vorfall war auch der Grund, weshalb ich das andere Video auch schon viel früher veröffentlicht habe, weil ich mir einfach gedacht habe, jeder Tag, wo das andere Video online ist, könnte es jemanden davor schützen, dass dem dasselbe passiert wie mir. Also ich sage immer, man soll eigentlich in der Regel so fahren, dass man keine elektronischen Helfchen braucht, aber wenn man sie braucht, sollen sie da sein und funktionieren. Sonst haben sie ja keinen Sinn. Nachdem, wenn man die Traktionskontrolle auf 6 von 8 einstellt, man einfach spürt, dass sie regelmäßig eingreift in deutlich zu viel Drehmomentposition. Und das kommt wirklich regelmäßig vor. Ich denke, aufgrund des starken Motors und gegebenenfalls auch dem schmalen Reifen, ja, hat man hier einfach den Gap an Traktion. Genau, also erstens Fahrbahnneigung, zweitens Drehmoment-Punch durch Runterschalten, hohe Drehzahl, wenig Grip. Schlecht. Der dritte Punkt, also nochmal, wie war der genaue Hergang? Also soweit, was passiert ist, vor uns das Auto, runterschalten vom zweiten auf den ersten Gang, einkuppeln mit relativ hoher Drehzahl, wahrscheinlich auf jeden Fall 6.000 bis 8.000, Gashahn entschlossen durchziehen, ausscheren, also wahrscheinlich das alles auch in Kombination mit dem Ausscheren schon, und dann Arsch sofort weg, keine Chance. Ich würde sagen noch zweimal nach links, rechts gewobbelt. Danach war die Straße aus, deshalb, ihr habt es gesehen, zum Glück auch die Hangseite. Dann das Moped soweit in diesen Hang. Ich bin primär auf der Seite runtergegangen. Meine Freundin hat leider den Höhenflug genommen und ist einmal über das Moped drüber geflogen. Wir denken auch, dass dabei eben das Windschild diesen kleinen Knacks bekommen hat und ihr habt gesehen, die Ecke hat gefehlt. Deshalb wir denken, das war vermutlich das Knie von der Freundin. Also deshalb zum Glück auch nichts passiert. Die Freundin dementsprechend über das Moped nach vorn geflogen, auch in den sanften Berghang. Zum Glück weiche Erde, alles gemütlich perfekt gewesen dort. Wir haben beide keinen einzigen Kratzer und nichts davon gezogen. Freundin nach vor, sanft auf den Berghang geflogen. Ich auf die Seite, sanft auf den Berghang geflogen und auch ein Glück. Moped sanft am Berghang gebremst und dann auf der Straße geschlittert. Deshalb, ob ich's abfangen hätte können, wenn die Straße unendlich breit gewesen wäre? Nur Glück, keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Dementsprechend, ja, wir waren auf jeden Fall noch auf dem Moped, wie wir zur Seite gegangen sind und dann einfach Straße aus. Wahrscheinlich, vermutlich auch, deshalb die Felge hat ja die vordere Felge, ich überlege die hintere nicht genau, die vordere Felge hat am Rand leichte Spuren vom Randstand dort. Genau, deshalb, also die vordere Felge wird einfach dann am Randstand angestoßen sein und das Moped ist links zur Hangseite gestürzt, genau, und dann auf die Straße gerutscht. Soweit wie aus dem Video ersichtlich. So viel eigentlich zum Unfallhergang, was passiert ist. Für mich persönlich muss ich schon sagen, genau, ich hatte durch die absolut durchgehend positiven Erfahrungen mit meiner BMW S1000R immer gesagt, auch schon öfter in Gesprächen mit Kollegen, Freunden, Familie, wenn du einmal ein Moped hast, das eine so perfekt abgestimmte Elektronik hat, dann solltest du wahrscheinlich nie wieder auf ein anderes Moped umsteigen, weil du einfach nicht mehr fahren kannst ohne. Klingt jetzt blöd,
Man hat quasi eine gewisse Abhängigkeit von dieser Elektronik und man hat ja seinen Fahrstil auch ein bisschen angepasst. Das bedeutet, an den Stellen, wo vielleicht bei einer S1000R die Elektronik gar nicht eingegriffen hat, aus welchem Grund auch immer, breiter Reifen, bessere Reifen, also Reifen mit mehr Grip, Reifen auf mehr sportliche Fahrrad ausgelegt, Sporttouring oder ähnliches, und dann noch in Zusammenspiel mit einer scharf geschalteten Elektronik, die einfach da rechtzeitig angreift, ja, ist halt sehr schwer. Wenn man dann auf ein Moped umsteigt mit einer Default-Einstellung, wo, sagen wir mal, die Anti-Schlupfregelung so viel Schlupf zulässt, dass die der Arsch weggeht. Scheußlich gelaufen. Wer sich an der Stelle denkt, wieso hat er eigentlich einen Cut auf der Nase? Ja, unser Leben ist immer actionreich, da kann man einfach nichts machen. Halt, stopp. Kalkhaltiger Asphalt. Punkt 4. Und zwar hatte ich gestern noch vergessen, in der kroatischen oder auch einfach osteuropäischen Region wird oft Kalkstein mitverwendet, um Asphalt herzustellen. Und dementsprechend hier auch ein 1000 PS Video verlinkt, sehr spannend, habe ich auch gesehen und begeisternd verfolgt. Gibt es durch die Verwendung von Kalkstein einfach eine flachere, oder gibt es durch die Verwendung von Kalkstein einfach eine nicht so stabile Oberflächenstruktur. Und die sorgt dafür, wenn Schwerverkehr, also LKWs oder ähnliches, drüber fährt oder einfach unendlich viele Fahrzeuge über lange Zeit, dass sich diese Oberflächenstruktur abträgt und dann sich eine Art Kalkstaub auch noch zwischen diesen oder in diesen Oberflächenstrukturen fängt und dementsprechend sinkt dann allgemein das Grip-Level. Das sorgt des Weiteren natürlich auch dazu, dass ja, der Gummi und der Reifen weniger Haftung hat. Ganz wichtiger, spannender Punkt. Finde ich super interessant. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber erklärt auf jeden Fall, wieso dort Straßen allgemein rutschiger waren. Ich meine, ich war echt schon sehr viel in Kroatien unterwegs, aber ist mir so auch noch nie aufgefallen. Vielleicht sind das einfach dann Kombinationen, die mit gewissen Reifen und gewissen Gummimischungen häufiger auftreten oder deutlicher auftreten. Aber auf jeden Fall sehr wichtig zu wissen, wenn man in dieser Region unterwegs ist, dass man einfach einen Schritt passiver fährt. Was ich dann dort auch noch gehört habe, war eben, wenn es dann regnet, ist es eine extrem schwierige Geschichte, aber ja, bei Regen fahren wir, glaube ich, alle in der Regel lieber eine Spur ruhiger und ziehen auch am Gas an. Definitiv sensibler. Macht's was draus, fahrt's vorsichtig. Danke fürs Videoschauen, Like und Abo da lassen. Schaut euch gerne noch andere Videos auf dem Kanal an und ich freue mich schon auf die weiteren Tage unserer Kroatienreise, weil natürlich hat uns das auch nicht aufgehalten auf unserer Reise. Wir waren gesamt 18 Tage unterwegs und es war einfach der Wahnsinn. Viel Spaß, macht es ganz gut, bis bald. Ride hard, ride safe.